Was ein toller Abend gestern. Was für tolle Leute ich da kennengelernt habe. Mega. Ja, konnte ja alles erzählen hier. Die Probleme zu Hause mit meiner Frau, vor allen Dingen im Bett, das nun überhaupt nicht mehr läuft. Dann natürlich mit meinem Chef, der mir ständig diktiert, was ich zu sagen und zu lassen habe. Hier waren die richtig aufmerksam. Ja, und jetzt meldet sich keiner. Vielleicht habe ich doch zu sehr von mir erzählt, einfach zu übertrieben. Zu viele persönliche Informationen mit anderen Menschen teilen, Menschen, die man eigentlich gar nicht gut kennt, das nennt sich Oversharing. Ob in der realen Welt oder in den sozialen Medien, mit dem Teilen zu vieler persönlicher Details überschreitet man eine Grenze. Das kann sich negativ für den auswirken, der seine Informationen preisgibt, aber auch für die, die zuhören. Ich hatte einen entfernten Onkel, der hat manchmal so intime Storys erzählt mit seiner Frau. Und da dachte ich mir auch so, muss ich jetzt nicht wissen, danke für die Info. Ja, unangenehm einfach ein bisschen. Dadurch, dass ich mit vielen Kunden zu tun habe, erfährt man natürlich viel vom Kunde und auch manchmal was man am liebsten nicht so unbedingt erfahren will. Ja, und dann manövriert man sich manchmal in so eine unangenehme Position, wenn man so will. Ja, man will ja auf der einen Seite gern zuhören und so weiter, aber eigentlich ist das jetzt nicht das, was man dann da eigentlich so hören möchte. Dieses Sharing, das ist dann offensichtlich auch so ein Thema, die Hauptsache ich gehöre dazu. Und dann ist natürlich die Frage, wird wahrheitsgemäß dann erzählt oder dichtet man was dazu? Ganz einfach, um auch wieder dazu zu gehören. Das Bedürfnis nach Selbstdarstellung, Aufmerksamkeit oder der Wunsch, sich mitzuteilen, sind oftmals die Hauptgründe für Oversharing. Psychotherapeut Jochen Kunz erklärt, wie das Phänomen konkret aussieht. Machen wir eine erste Unterteilung. Einmal in der digitalen Form, das heißt also in sozialen Medien, in denen ich irgendetwas publiziere, in denen ich eine Geschichte über mich erzähle. Oder dann, nennen wir es mal die analoge Form, in denen ich mit einzelnen Personen spreche und denen eine Geschichte erzähle. Ja. In beiden Fällen ist es möglich, dass ich über das Ziel hinausschieße, dass ich Dinge erzähle, die entweder beim Empfänger peinlich aufgenommen werden, wo der Empfänger sagt, oh, das will ich aber eigentlich gar nicht hören oder das finde ich aber merkwürdig, wenn der das so erzählt, ja. Oder bei mir selbst, wo ich im Nachhinein vielleicht denke, das war nicht gut, das hast du da erzählt, das hätte ich mir mal lieber sparen sollen. Auch Einsamkeit und mangelndes Selbstbewusstsein spielen beim Phänomen des Oversharings eine Rolle. Ich glaube, dass jeder Mensch eine interessante oder mehrere, ganz viele interessante Geschichten zu erzählen hat, die es wert sind, dieser Geschichte Aufmerksamkeit zu widmen. So, wenn ich davon aber nicht überzeugt bin, weil ich ständig bombardiert werde mit irgendwelchen Sensationen, ja, wo ich dann vielleicht denke, die Geschichte, die ich jetzt gerne erzählen möchte, ist aber eigentlich gar nicht so spannend. Also reichere ich die Geschichte an oder erzähle ein bisschen andere Geschichte, die möglicherweise für mein Gegenüber spannender ist. Und dann bieten sich Geschichten an, die natürlich dann intim sind, wo irgendwelche Dinge passieren, die vielleicht der andere interessant findet, die spannender klingen als vielleicht eine etwas alltäglichere Geschichte. In den sozialen Medien ist Oversharing weit verbreitet und springt aufs reale Leben über. Wenn ich ständig mich da drin bewege, ja, dann, klar, das ändert mir auch was in mir. Ja, dann denke ich vielleicht irgendwann, das ist normal. Ja, das ist normal, dass ich solche Dinge preisgebe. Das machen ja viele andere auch. Also warum soll ich es nicht auch tun? Oversharing kann zum Problem werden, online und im direkten Gespräch. Deshalb sollten private Details auch privat bleiben. Dr. Thorsten Büsser, systemischer Therapeut und Coach aus Frankfurt ist bei uns. Schönen guten Abend. Hallo. Guten Abend. Wir haben es gerade im Film gehört. Oft ist es ja in sozialen Medien auch ein Thema, Oversharing, wenn irgendwo was gepostet wird. Wie ist das? Was ist okay und was ist zu viel, wenn man das so sagen kann? Also zu viel wird es dann, wenn es andere im Grunde nicht mehr interessiert oder unangenehm aufstößt. Und vielen fehlt dafür sozusagen eine innere Messlatte. Ja, sich in den anderen einzufühlen und sagen, was kann ich denn hier sagen? Was ist von gemeinsamem Interesse? Ne? Also hat es was Konstruktives? Ne? Die Frage sich zu stellen. Das heißt, ich soll mich erstmal selbst fragen, ob das, was ich dem anderen mitteilen will, für ihn relevant sein
könnte. Ganz genau. Es soll ja ein Dialog stattfinden und nicht ein Monolog. Aber ich meine, es ist auch Ansichtssache, ob ich das jetzt als relevant empfinde und der andere vielleicht nicht. Also wie kann ich denn da vorgehen? Gibt's da Einfach mal Kriterien? fragen oder dem Gespräch nachspüren. Also was ist jetzt gerade Thema? Was kann Thema sein? In welchem Kontext bewegen wir uns? Ne? Wenn ich auf einer Party bin, dann darf es ein leichtes Gespräch sein. Da werde ich vielleicht nicht von meinem Partnerproblem erzählen und. Also ein Gesamtbild zu haben, ist wichtig. Ist aber auch eine Typsache, würde ich mal sagen, oder? Der eine ist ein bisschen redseliger, der andere nicht. Ganz genau. Also die redselig sind und gerne von sich was erzählen und damit erstmal für sich zufrieden sind, das ist in Ordnung. Allerdings merken die dann nicht so ganz, ob der Gegenüber oder die Gegenüber da überhaupt noch zuhört oder zuhören will. Also die sind sehr bei sich, obwohl die viel von sich preisgeben. Wie ist es denn? Wie kann ich denn diplomatisch demjenigen kundtun, dass mir das jetzt eigentlich zu viel ist? Dass ich diese Details, dieses Private gar nicht hören möchte? Ja, es ist nicht so einfach. Ja, ich würde aber da schon versuchen, möglichst direkt zu sein und zu sagen, dass das Thema, was jetzt hier diskutiert wird oder lang erzählt wird, gerade mich selbst überfordert, weil es mir schwerfällt, dazu zu hören oder was zu sagen. Und dass es vielleicht jetzt gar nicht so in die Umgebung passt und vielleicht wir ein anderes Thema hernehmen oder auch andere Gesprächspartner dazu, um sich wieder ein bisschen unterzumischen zu den anderen zum Beispiel. Und wenn man nur zu zweit ist, dann auch zu sagen, das ist mir jetzt zu viel oder um was geht es dir genau? Ne? Also soll ich dazu jetzt was sagen oder nicht? Über was reden wir ja eigentlich? Wie ist es denn andersrum, wenn ich vielleicht selbst merke, oh, jetzt bin ich irgendwie in so eine Gasse geraten und erzähle zu viel. Wie kann ich denn da vielleicht zurückrudern oder mich dann verhalten? Ja, auch das ist nicht so ganz einfach. Doch besteht die Möglichkeit, sich selbst zu korrigieren, indem ich von mir dann sage, oh, ich habe das Gefühl oder den Eindruck, jetzt bin ich selber übers Ziel hinausgeschossen und fühle mich selber unangenehm in dem Moment und möchte gar nicht weiter darüber reden. Und wir können das Gespräch ja gerne vertagen, aber ich würde jetzt gerne hier einen Punkt machen und das Thema wechseln. Okay. Ist ja auch ein sehr sensibles Thema. Also könnte ja auch Oversharing Freundschaften oder auch Beziehungen vielleicht teilweise ein bisschen schädigen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ne? Also je nachdem, was ich erzähle von mir und wie intim oder privat es ist, stößt es ja bei dem anderen auf eine moralische, ethische Vorstellung. Und wenn ich die damit verletze, kann das tatsächlich, sagen wir mal, zu so einer Werteverletzung führen, die sich negativ auf die Beziehung auswirkt. Also sei es eine freundschaftliche Beziehung, aber auch Partnerbeziehungen. Und da sage ich immer, wenn jeder so sein Geheimnis auch noch bei sich behält, ist es vielleicht gar nicht verkehrt. Warum auch nicht, ja. Wie ist es denn, warum ist das überhaupt momentan so ein Thema? Also gefühlt würde ich mal sagen, vor 10, 20 Jahren war das eigentlich überhaupt kein Thema. Warum jetzt? Hängt es mit den sozialen Medien zusammen? Ich glaube auch, ja. In den sozialen Medien wird ja sehr viel gepostet, was aus meiner Sicht auch viel Trivialitäten sind. Also was ziehe ich an, wie hat der Kaffee morgens geschmeckt und. Und dann führt sich das sofort. Aber im Grunde sind das Informationen oder Dinge, die man früher vielleicht nur im kleinen, engen Freundeskreis kurz ausgetauscht hat, so auf Zuruf. Und heutzutage, wenn ich was poste, dann bleibt das ja nicht in dem Freundeskreis, dann weiß das ja gleich halb Deutschland. Und das macht den Unterschied. Und deswegen haben wir auch so eine Flut an irrelevanten Informationen. Kann ja aber auch kommentiert werden, was dann vielleicht dazu führt, dass man es wieder zurücknimmt, ne? Und es kann auch negativ kommentiert werden. Genau. Dann, ja. Dankeschön, Herr Dr. Bisser, für Ihren Besuch und all die Informationen. Gerne. Vielen Dank.